Wie erkenne ich den Unterschied zwischen einer Kopfentzündung und dem normalen Hochwirken von Körnern? Da ich häufiger schon solche Verhaltensweisen beobachtet habe, möchte ich dieses kurze Video mal der Nahrungsaufnahme und dem Füttern der Wellensittiche untereinander widmen. Denn nicht immer, wenn die Vögel Körner hochwirken, muss dahinter gleich eine Krankheit stecken. Es gibt tatsächlich völlig normale Verhaltensweisen, bei denen Wellensittiche Körner hochwirken. So gehört das Füttern des Partners zum Balzritual dazu. Auch dabei wirken meist die Hähne Futter hoch und geben es an den Partnervogel als Zeichen der Zuneigung weiter. Oft ein Grund, weshalb Hennen, die sich auch gerne von mehreren Hähnen füttern lassen, etwas fülliger sind als die Hähne. In meinem Schwarm gibt es nur 2 Hennen, vielleicht lassen sich deswegen auch einige der Hähne von ihren Partnervögeln füttern. Natürlich ist diese Art der Fütterung vor allem bei den Eltern von Jungtieren zu beobachten, wenn man Vögel züchtet. Bei meinem Hahn Emily habe ich außerdem beobachtet, dass er nach dem Fressen leichte Bewegungen mit dem Schnabel macht und dabei weder singt noch mit dem Schnabel knirscht. Mit diesen Bewegungen reinigt der Wellensittich seinen Schnabel und sortiert den im Kopf befindlichen Nahrungsbrei. Sie sind vergleichbar mit dem Schmatzen oder Wiederkäuen bei anderen Tieren oder dem genüsslichen Kauen nach dem Essen beim Menschen. Wenn der Vogel dabei keine Anzeichen von Unwohlsein oder andere Symptome einer Kopfentzündung zeigt, ist dieses Verhalten vollkommen normal und harmlos. Es zeigt, dass der Vogel satt und tiefenentspannt ist. Meist geht das Trockenkauen auch in ein Schnabelknirschen und kleines Nickerchen über. Doch wie unterscheidet ihr nun solche normalen Verhaltensweisen von den Symptomen einer Kopfentzündung oder anderen Verdauungsbeschwerden? Charakteristisch für die Kopfentzündung ist ein verklebtes Kopfgefieder und ein verklebtes Gefieder um den Schnabel. Denn hat der Vogel wirklich Verdauungsbeschwerden, schleudert er den Nahrungsbrei aus dem Kopf heraus, verklebt sich so sein Gefieder. Ein kranker Vogel wirkt außerdem apathisch, sitzt aufgeplustert auf der Stange und schläft viel mehr als gewöhnlich. Meist unterbrechen Vögel mit Verdauungsbeschwerden auch das Fressen und hören schon nach kurzer Zeit auf. Das Hochwirken und Schütteln des Kopfes setzt meist direkt noch am Futternapf ein. Beim Partnerfüttern ist dagegen der Partnervogel in der Nähe und beim Wiederkäuen wird zunächst ein ruhiges Plätzchen gesucht. Wenn ihr den Vogel einfangt, könnt ihr oder der Tierarzt fühlen, ob der Kopf geschwollen ist. Und meist ist auch ein fauliger Geruch aus dem Schnabel wahrzunehmen. Kranke Vögel verlieren auch stark an Gewicht, weil sie die Nahrung nicht mehr richtig verdauen können. Wenn ihr solche Symptome zusammen mit dem Hochwirken von Körnern bemerkt, solltet ihr schnellstmöglich einen vogelkundigen Tierarzt aufsuchen. Verdauungsbeschwerden können auf ernste Krankheiten der inneren Organe hinweisen und selbst eine Kopfentzündung kann tödlich enden, wenn sie nicht richtig behandelt wird.